Etabliert die EU einen heimlichen Kontrollsuperstaat? Mit dieser Frage wollen wir uns einmal in diesem Video auseinandersetzen. Die Julia hat uns ein Video zugeschickt eines bekannten deutschen YouTubers. Er hat ein Video veröffentlicht vor kurzem, das genau so heißt: Die EU etabliert einen heimlichen Kontrollsuperstaat. Und er stellt hier 5 angebliche Kontrollinstrumente vor. Julia aus unserer Community hat uns dieses Video weitergeleitet und hat mich gebeten, das einmal zu kommentieren und hat mich gefragt, was ich davon halte. Julia, vielen Dank für deine Zusendung, ein interessantes Video, eine interessante Frage. Wir geben jetzt hier den Namen des YouTubers bewusst nicht bekannt. Das ist eigentlich auch nicht wichtig. Uns geht es ums Prinzip, wir wollen uns hier mit diesen Fragen auseinandersetzen. Wenn auch du ein Video in YouTube gesehen hast oder einen Zeitungsartikel gelesen hast oder von irgendeinem etwas gehört hast, von dem du denkst, dass wir vielleicht dazu etwas Interessantes sagen könnten, dann würde ich mich freuen, wenn du uns schreibst. Auf unserer Webseite perspektiveausland.com findest du in der Fußzeile ein Formular und eine E-Mail-Adresse. Dort kannst du uns ein Thema vorschlagen. Wir freuen uns auf deine Zusendung. Fast alle Videos hier auf diesem Kanal basieren auf der konkreten Beratungspraxis und auf Input von unseren Mandanten und auf Input unserer Community. Wir schätzen das sehr, wenn du uns was zuschickst. Wir können dir nicht versprechen natürlich, dass wir dazu ein Video aufnehmen. Aber wenn es sich um ein interessantes Thema handelt, wie dieses hier von Julia, dann machen wir das natürlich gerne. Wie gesagt, wir nennen normalerweise hier den Autor, den Verfasser nicht. Wir anonymisieren das Ganze, weil wir uns ansonsten möglicherweise mit allen möglichen rechtlichen Problemen auseinandersetzen müssten. Das wollen wir nicht. Kommen wir nun aber zu dem Video. Wir haben uns selbst ja schon vielfach hier EU-kritisch auf diesem Kanal geäußert. Ich habe selbst etliche Videos zum Thema Maßnahmen der EU veröffentlicht, was dort geplant ist. Das heißt, meine Einstellung ist auf jeden Fall hier gegenüber der EU relativ kritisch. Ich persönlich sehe es so, dass sich die EU hier auf einen Überwachungsstaat nach dem Vorbild Chinas hinzubewegt. Ich sehe es garantiert so, dass die EU sich in die falsche Richtung bewegt. Mehr Überwachung, weniger Freiheit für die Bürger. Die ganze Entwicklung der letzten Jahre hat das nur bestätigt. Ganz eindrucksvoll sicherlich die AMLA. Dennoch ist natürlich wichtig, dass man hier die Fakten richtig berichtet, dass du auch die Fakten tatsächlich kennst und hier nicht auf Falschinformationen hereinfällst, denn ansonsten kannst du dich ja nicht richtig vor diesen Risiken schützen. Nur wer wirklich das Risiko kennt, kann auch etwas dagegen tun. Wenn du dagegen Falschinformationen und Verschwörungstheorien aufsitzt, dann bringt dir das überhaupt nichts, weil du möglicherweise in Panik gerätst und dann irgendetwas tust, was überhaupt nichts bringt. Deswegen ist es wichtig, dass man präzise ist, dass man genau ist, dass man nicht irgendwelche Behauptungen in den Raum stellt. Es kommt eben wirklich aufs Detail an. Und gerade bei so komplexen Zusammenhängen wie hier ist es wichtig, dass man die Faktenlage kennt. Kommen wir nun also zu diesen 5 angeblichen Kontrollinstrumenten der EU, welche die EU angeblich hier im Geheimen jetzt vorbereitet hat, um dich zu kontrollieren. Der besagte YouTuber nennt hier insgesamt 5 dieser Kontrollinstrumente. Diese sind CRS, der Common Reporting Standard, also der Informationsaustausch auf Bankenebene, das EU-Vermögensregister, die Bail-in-Gesetze, womit also bei einer Bankensanierung letztlich hier von Konten der Bankkunden gepfändet werden kann. Er nennt CBDCs, also die mögliche Einführung eines digitalen Euros, digitale Zentralbankwährungen. Und er nennt das Digital Wallet der EU, also die digitale ID, den digitalen Personalausweis. Schauen wir uns diese Punkte zunächst mal an. Also CRS, der Common Reporting Standard, hat ja nichts mit der EU zu tun. Er ist auch nicht geheim, er ist auch nicht neu. Den CRS gibt es seit 2016, also schon eine ziemlich abgelutschte Sache, ist auf OECD-Basis hier von fast allen Ländern der Welt eingeführt worden. Was passiert ist letztlich, dass hier Banken Daten zu Konteninformationen von ausländischen Bankkunden an die Heimatfinanzämter dieser Bankkunden übermitteln, einmal im Jahr. Übermittelt werden die Salden, also Kontostände, Kontozugänge, Kontoabflüsse. Zusammengefasst also ein paar Salden einmal im Jahr.
Wie gesagt, fast alle Länder machen dort mit, darunter auch fast alle Offshore-Länder inklusive Singapur, die Bahamas, Cayman Islands, Isle of Man, die Schweiz, Liechtenstein und so weiter und so fort. Der automatische Informationsaustausch hat tatsächlich geholfen, sehr viele Steuersünder hier zu identifizieren. Er ist mittlerweile in Deutschland die führende Methode, wie internationale Steuerhinterziehung aufgedeckt wird. So haben es mir zumindest führende Steueranwälte gesagt. Wie gesagt, es hat überhaupt nichts mit der EU zu tun, das ist auch nichts Geheimes. Das weiß ja mittlerweile fast jeder. Es ist schon, wie gesagt, ein alter Hut, schon seit 2016 tatsächlich implementiert. Hier kann man also nicht davon reden, dass es sich um eine geheime Maßnahme handelt oder eine Maßnahme des EU-Kontroll-Superstaates. Für die meisten ist natürlich der Informationsaustausch komplett unschädlich, solange du deinem Finanzamt gemeldet hast, was du dort für Zinseinkünfte oder sonstige Einnahmen auf diesem ausländischen Konto hast, überhaupt kein Problem. Wenn dich der internationale Informationsaustausch stört, auch das kann man verstehen, kannst du einfach ein Konto in einem Land eröffnen, wo es diesen nicht gibt, zum Beispiel die USA. Wobei bei den USA muss man das Ganze auch eingeschränkt sehen. Die haben FATCA, die tauschen auch Informationen mit Deutschland aus. Aber wie gesagt, es gibt einige wenige Länder. Die Banken dort sind sicherlich nicht so gut, muss man tatsächlich sagen. Es handelt sich eben um Entwicklungsländer hauptsächlich, aber zum Beispiel auch Serbien. Ja. Das heißt, wenn du in Serbien ein Konto hast, dann findet kein Informationsaustausch statt. Wer das möchte, kann das gerne machen, ist nicht verboten. Wie gesagt, solange du dem Finanzamt meldest, was du auf dem Konto verdienst, überhaupt kein Problem. Es gibt keine Meldepflicht von ausländischen Konten. Du darfst auch auf dieses Konto von Deutschland aus Geld überweisen. Auch hier keine Meldepflicht. Du musst nur mögliche Erträge, die auf dem Konto eingehen, Zinsen oder andere Kapitalerträge oder was auch immer, in deiner Steuererklärung nennen. Also mittlerweile eigentlich etwas, vor dem sich niemand Sorgen machen muss. Das Beste ist natürlich, wenn man in einem Land wohnt, wo man sowieso keine Steuern bezahlt oder wo ausländische Einkünfte steuerfrei sind. Und dann ist es sowieso egal, wenn es einen solchen Informationsaustausch gibt. Das Land, in dem du dann wohnst, wird solche Berichte einfach ohnehin in die Tonne treten. Daher sicherlich auswandern ist immer das Beste. Die zweite Maßnahme, die hier unser YouTuber vorstellt als eine Geheimmaßnahme der EU im Rahmen des EU-Kontroll-Superstaates, ist das Vermögensregister. Nun, du weißt, wenn du diesem Kanal folgst, dass das EU-Vermögensregister nicht kommt. Es handelt sich um eine Falschmeldung, es handelt sich um eine Verschwörungstheorie. Wir haben dazu umfangreich berichtet. Such einfach mal hier auf unserem Kanal nach Vermögensregister. Ich habe hier sämtliche EU-Dokumente, Gesetzestexte etc., Aussagen von Politikern zu dem Thema analysiert und in Videos zusammengefasst. Ein EU-Vermögensregister ist nicht geplant und wird nicht implementiert, schon gar nicht 2025 oder in den nächsten Jahren. Das ist eine Falschmeldung. Es gab einen solchen Plan, man wollte das machen, hat sich aber dann dagegen entschieden. Die AMLA und so wird natürlich trotzdem eingeführt, diese Superbehörde, die ihren Sitz in Frankfurt hat. Ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass mal irgendwann ein Vermögensregister kommt, aber Stand heute, Stand Januar 2025, es kommt kein Vermögensregister. Das ist eine Falschmeldung dieses YouTubers. Viele andere bringen diese Falschmeldung übrigens auch. Also lass dich hier nicht in Panik versetzen. Da ist nichts momentan im Busch. Die dritte Maßnahme, die er hier vorstellt, sind die sogenannten Bail-in-Gesetze. Nun, auch das sind nicht wirklich heimliche Kontrollmaßnahmen. Diese Bail-in-Gesetze sind zwar hier von der EU einheitlich hier verabschiedet und in den EU-Ländern eingeführt worden, das ist korrekt, aber auch schon nach der letzten Finanzkrise, also so um die Jahre 2012, 2013 herum. Es sind also tatsächlich olle Kamellen. Nichts Geheimes. Wir haben auch schon dazu mehrere Videos gemacht. Umfangreich wurde dazu berichtet. Ich würde auch hier nicht sagen, dass es hier um Kontrolle geht. Hier geht es darum, dass bei einer Bankenpleite letztlich die Bankkunden und die Investoren der Bank hier für die Bank gerade stehen müssen, für die Schulden der Bank gerade stehen müssen, dass es also keine Bailouts mehr gibt durch die Regierung, sondern Bail-ins. Davon ist jeder betroffen, der über 100.000 auf dem Konto hat, möglicherweise auch andere. Ja, dazu werde ich noch mal ein separates Video machen. Das ist natürlich sicherlich besorgniserregend, ganz klar, wenn man sich überlegt, dass dort eine Bankenpleite kommt, hat jetzt aber nichts hier tatsächlich mit Überwachung
oder Kontrolle zu tun. Es geht so in Richtung Enteignung. Da stimme ich dir zu, wobei eine echte Enteignung ist auch nicht eine echte Enteignung, ist ja eine staatliche Maßnahme. Hier geht es nicht um eine staatliche Maßnahme, sondern dass die Kunden der Bank letztlich an die Bank bezahlen und nicht an den Staat. Also daher spricht man eigentlich technisch nicht von Enteignung, aber es geht natürlich in diese Richtung. Wir haben das ja erlebt, zum Beispiel in Zypern, zum Beispiel in Griechenland 2017, zuletzt in Spanien. Da kam es zu solchen Bail-ins. Übrigens haben wir es auch bei der Credit Suisse erlebt. Auch dort kam es zu Bail-ins, allerdings auch zu Bail-outs. Der Schweizer Staat hat 50 Milliarden Franken hier in die Credit Suisse investiert, bevor es dann die UBS gekauft hat. Es kam aber auch zu Bail-ins. Das heißt, hier manche Bondholder mussten ja tatsächlich bluten. Das hat ja auch ein rechtliches Nachspiel noch. Das heißt, solche Gesetze, solche Bail-in-Gesetze gibt es übrigens auch in der Schweiz und in Liechtenstein sowieso. Liechtenstein gehört zum EWR, also praktisch EU-Mitglied, de facto ohne Mitspracherecht. Wie kann man sich davor schützen? Man kann sich davor schützen, indem man in realen Werten Vermögen angelegt hat. Das sind natürlich zum einen mal Edelmetalle, ganz klar, aber auch so Dinge wie zum Beispiel Unternehmensbeteiligung an wichtigen Unternehmen, sei es zum Beispiel Energieversorger, Bergbauunternehmen, die zum Beispiel hier Gold fördern und so weiter und so fort. Wir haben ja mehrfach schon hier zu diesem Thema gesprochen. Landwirtschaft, Nahrungsmittel, das sind echte Werte. Ja, in diese echten Werte kannst du investieren. Wir reden jetzt nicht unbedingt nur von Sachwerten. Ob es jetzt wirklich Sinn macht, hier sein Geld in Whisky und Weine und so weiter zu investieren, außer jetzt vielleicht ein bisschen Spielgeld, das sei jetzt nochmal dahingestellt, ja. Aber natürlich sind auch manche Sachwerte interessant. Also das heißt, die ersten 3 Punkte, die hier unser YouTuber genannt hat, das sind keine geheimen Maßnahmen, das sind vielleicht Maßnahmen der EU, die sind aber alle schon ziemlich alt, zum Teil auch gar keine Maßnahmen der EU. Die letzten beiden Dinge, CDBCs und das Digital Wallet, ja, das sind nun tatsächlich Kontrollmaßnahmen der EU, die werden in Zukunft kommen. Details sind noch nicht so hundertprozentig bekannt. Digital Wallet wahrscheinlich 2026, digitaler Euro weiß man nicht genau, frühestens 2026, 2027. Hängt ein bisschen davon ab, was passiert. Ich sehe das genauso. Das sind hier tatsächlich Werkzeuge zur Kontrolle. Ich sehe das auch sehr kritisch. Hier muss man also natürlich verfolgen, wie es hier weitergeht. Hier kann man sich natürlich schützen, indem man die EU verlässt. Muss natürlich rechnen, dass in anderen Ländern ähnliche Maßnahmen eingeführt werden. Was mich jetzt sehr gewundert hat an diesem Video ist, dass ja eigentlich 3 sehr wichtige Punkte nicht genannt wurden. Ja? Also man nennt irgendwelche Verschwörungstheorien, wie zum Beispiel das Vermögensregister, aber 3 echte Maßnahmen, die ja schon entschieden wurden von der EU, die tatsächlich eingeführt wurden, die tatsächlich der Kontrolle der Bürger dienen, sind nicht in diesem Video genannt worden. Ja, das hat mich jetzt doch sehr überrascht. Hier möchte ich zuerst mal nennen die ganze Kryptoregulierung ab Januar 2025, Stichwort Mika, wo jetzt hier sehr transparent jede Transaktion über 1.000 Euro letztlich dokumentiert werden muss gegenüber Krypto-Exchanges. Zweitens das EU-Kontenregister, das ja 2029 eingeführt wird. Hier haben dann sämtliche Ermittlungsbehörden in allen EU-Ländern Zugriff auf die Konten jeder EU-Bürger und zwar auf Kontoauszüge der letzten 5 Jahre. Stell dir das mal vor, also jeder spanische Polizist kann hier mehr oder weniger auf dein Konto der letzten 5 Jahre zugreifen, egal ob du jetzt in Spanien wohnst oder nicht. Und dann natürlich hier die erweiterten Geldwäschereivorschriften, die ab 2027 in Kraft treten. Das heißt, wenn du hier Dinge kaufst wie Gold, Gemälde, Schmuck im Wert von über 10.000 Euro in der EU, ab Sommer 2027 muss dich der Verkäufer identifizieren, muss dich möglicherweise in eine Datenbank eintragen. Das ist also tatsächlich eine Vorform vielleicht eines Vermögensregisters. Das sind doch sehr bedenkliche Überwachungsmaßnahmen, die ja tatsächlich von der EU schon entschieden worden sind und tatsächlich so implementiert wurden. So, liebe Julia, ich hoffe, dir hat das geholfen. Also dieses Video, was du mir geschickt hast, da sind viele Dinge natürlich nicht richtig. Viele Dinge sind zur Halbwahrheit, manche Dinge sind korrekt. Ich hoffe, dass ich das Ganze hier für dich ein bisschen klären konnte und dass du ein bisschen Perspektive und Kontext jetzt hast. Ich sehe das Ganze so, dass das eine Evolution ist und nicht eine Revolution. Das heißt, da wird nichts über Nacht passieren. Wenn du dir zum Beispiel anschaust, wie in China das Social Credit System implementiert wurde, das ging über Jahrzehnte. In China wird ja momentan auch die CDBC eingeführt, also die chinesische Zentralbankwährung. Auch das geht über mehrere Jahre.
in mehreren Phasen, so nach und nach. Und das ist ja letztlich eine Diktatur dieses Land. Das heißt, da hat der Staat Kontrolle über sehr viele Bereiche des Lebens. Und selbst in diesem Land, okay, es ist ein riesengroßes Land, dauert es alles mehrere Jahre und nichts geht schnell und nichts geht über Nacht. So sehe ich das auch in der EU. Das sind Dinge, die langsam hier voranschreiten. Hier wendet die Regierung Salamitaktik an. Das heißt, hier werden wir nach und nach sozusagen hier an diese Systeme, an diese Maßnahmen gewöhnt, sodass der Aufschrei dann eigentlich ausbleibt. Unsere Freiheit wird hier immer mehr untermauert, aber wir merken es eigentlich gar nicht. Wir sind wie der Frosch im heißen Wasser, wo so langsam die Temperatur immer weiter aufgedreht wird. Das ist das Risiko. Ja? Wenn du dich davor schützen willst, dann solltest du sehr früh damit anfangen, dich mit dem Thema Auswandern zu befassen, mit dem Thema internationale Vermögensdiversifikation. Das sind die Dinge, die wichtig sind. Gerne können wir dich dabei unterstützen. Wenn das Dinge sind, die auch dich umtreiben, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes als Mandanten genau bei diesen Fragen zu beraten. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.